Master Keyboards als Stage Piano, das fragen wir uns gerade und wir schauen uns die neuen SL Keyboards von Studio Logic an und wollen herausfinden, ja, spielen die sich tatsächlich so gut und wie funktioniert das überhaupt? Weil eigentlich erzeugen die ja selber keinen Klang. Und wie macht man das? Wie kriegt man da Sound rein? Also bei diesen neuen SL Keyboards ist eine sehr schöne Funktion enthalten, nämlich USB Audio MIDI. Deswegen sieht man hier an einem Master Keyboard ganz untypisch Audioausgänge und einen Kopfhöreranschluss. Das heißt, tatsächlich kann man ein iPad oder ein Tablet oder einen Computer direkt anschließen und hat das Audio dann hier in das System integriert. Sehr coole Lösung. Finde ich auch. Dachte ich mir, ist echt cool. Und wir haben hier zwei unterschiedliche Tastaturen. Und jetzt möchte ich von dir natürlich wissen, wie spielen die sich? Also hier ist die normale, einfache Tastatur des SL88 und du hast das SL88 GT mit einer Holztastatur. Das wird keine komplette Holztastatur mit durchgehenden Tasten sein. Das ist eine herkömmliche Tastatur mit eingearbeiteten Holzelementen bei den weißen Tasten, wie wir das häufig schon gesehen haben. Ja. Aber das soll uns jetzt erstmal gar nicht kümmern, sondern ich möchte jetzt von dir wissen, wie unterschiedlich spielen die sich eigentlich? Und ist es so wichtig, eine Holztastatur zu haben, weil es ist auch ein Preisunterschied. Hier sind wir so bei 400 € und da ist es dann irgendwo was bei 800 €. Also wenn ihr die genauen Preise erfahren wollt, unter dem Video findet ihr in der Beschreibung die Links zu diesen Infos und auch zu Testberichten. Geht da gerne rein. Lasst gerne auch ein Like oder ein Abo da und wir legen einfach mal los. Spiel mal an und dann setzt du dich gleich mal hier ran. Ja, also ja, ist der Moment, wo ich immer sage, Yassin, es perlt. Es perlt, ja. Also man merkt ja natürlich, dass man hier schon eine gut gewichtete Tastatur hat, die sich eigentlich spielen lässt wie in einem normalen Stage-Piano mit Klangerzeugung. Also da vermisst man eigentlich gar nichts vom Spielgefühl. Richtig schönes Spielgefühl. Das ist schon mal eine Aussage. Und bevor du dich hier ransetzt, erkläre ich vielleicht kurz noch, was wir hier spielen. Wir haben jetzt an beiden Instrumenten Pianotech. Und zwar mit dem gleichen Sound, das ist ein Shigeru Kawai SKEX. Und den habe ich dir da auch eingestellt. Yassin spielt es, die Version, die halt auf dem Rechner läuft. Ich habe es hier im iPad. Die sind identisch und setz dich doch mal hier ran und probier die Tastatur. Ja, die Tastatur lässt sich natürlich jetzt schon eher wie eine Master-Keyboard-Tastatur spielen. Ne? Ist natürlich auch klar, wir haben ja auch ein ganz anderes Gewicht. Also es ist nicht nur ein Preisunterschied zu dem GT, sondern natürlich auch ein Gewichtsunterschied. Ne? Merkt man ganz klar. Dennoch ist es, ja, natürlich, würde ich sagen. Jetzt vom Hören allein habe ich jetzt nicht so den großen Unterschied gehört. Nein. Ne? Also das war spielerisch irgendwie auf dem gleichen Niveau, würde ich sagen. Vielleicht hattest du das Gefühl, muss ich ein bisschen einspielen, eintunen da drauf. Genau, also ich habe mich jetzt hier auf der kaum eingespielt. Ich habe jetzt eher an dem GT gesessen. Es ist trotzdem eine gute Tastatur, würde ich jetzt sagen. Ist, also für das Geld sowieso ist sie top. Also für die 400 € oder circa 400 €. Super. Und man darf ja nicht vergessen, man will hier nicht nur eine Klaviertastatur haben, sondern man hantiert hier mit Sicherheit auch mit Sounds, E-Pianos, Rhodes und solchen Geschichten. Und dementsprechend ist das natürlich auch eine Wahl, vielleicht auch für Leute, die viele verschiedene Sounds benutzen und dann nicht natürlich vielleicht so eine klaviergewichtete Tastatur haben möchten. Ja klar, also für einen Live-Einsatz ist das natürlich auch gedacht, aber genauso kann man sich das ins Studio stellen und hat eben eine schöne Tastatur, schließt es einfach per USB-C an und fertig, das war's. Ja. Für Live finde ich ja sehr attraktiv, erstmal überhaupt, dass das sehr, sehr stabil gebaut ist. Das ist ein Metallgehäuse, hier das sind Plastik-Seitenteile, aber das macht alles einen sehr robusten Eindruck. Das gefällt mir schon mal. Hier kann man auch was draufstellen, also da liegt ja das iPad drauf und mit diesem Deckel ist das sogar magnetisch. Man könnte da jetzt noch ein Computerplate sogar draufstecken. Leider haben wir die nicht verfügbar gehabt. Hätte ich gern noch gezeigt oder ausprobiert hier, aber es geht auch so. Für Live fände ich diese Kombination natürlich klasse mit dem iPad. Da muss man keinen Rechner mitschleppen, auch wenn das sehr transportabel ist, aber man sieht das auch so
naja, das ist immer so aufgeklappt und das ist irgendwie schon besser. Ist handlicher. Es gibt auch einen Notenständer für das, für die Studio Logics. Also auch das ist Ja, das gibt möglich. es auch tatsächlich und das ist auch magnetisch und sehr robust. Das ist wirklich gut gemacht. Ja, willst du vielleicht auch noch mal ein paar Ja, also Sounds ich würde auch ausprobieren? gerne noch mal hier diese Tastatur anspielen. Kann man sehr gut kontrollieren. Ja, Also ja. ich würde es gerne mal da probieren. Also es ist ja für viele wichtig, ob man reinhauen kann, laut und ganz schnell spielen kann. Aber ich finde, so die Qualität einer Tastatur, die zeigt sich ja dann, wenn man ganz leise versucht zu spielen. Ne? Und mal gucken, ob das hier auch so geht. Ja, also Kommt schon ganz gut. Pianotech macht das natürlich auch mit, macht super Spaß. Also Ja. hier habe ich das Gefühl, da habe ich mehr Masse, die ich bewegen kann. Ich kann es noch genauer ansteuern, aber hier funktioniert es auch gut. Also es sind auf jeden Fall Profis in dem Metier, Studio Logic. Also wie lange bauen die schon Tastaturen? Also die haben natürlich eine erhebliche Erfahrung und ich finde es jetzt eigentlich cool, dass sie jetzt die Erfahrung genutzt haben, um einfach mal Geräte zu bauen nach ihren Vorstellungen, wie eigentlich so ein Master Keyboard von heute in der heutigen Zeit aussehen muss, weil da ist natürlich auch viele Jahre lang gefühlt gar nichts passiert und jetzt kommt da schon natürlich ein neues Konzept und ich glaube, was auch sehr interessant ist, ist jetzt nochmal die Soundfrage. Da kannst du vielleicht noch ein paar Sachen dazu sagen. Also nochmal zu den Tastaturen. Studio Logic ist ja die Marke der Tastaturfirma Fatah in Italien. Und diese Tastaturen von Fatah, das haben wir uns auch schon sehr oft angeguckt. Die werden in vielen Instrumenten verbaut, wie Nord. Bei den Geber-Pianos haben wir es gesehen, da sind überall Fatah-Tastaturen verbaut. Bei Arturia im Master Keyboards. Und ich muss tatsächlich irgendwie feststellen, am besten funktionieren diese Tastaturen tatsächlich hier in den SL-Keyboards. Ja. Das ist erstaunlich auch. Im Vergleich zu den Vorgängermodellen ist hier auch eine neue Tastatur drin und ich finde die wirklich schön. Also die fühlt sich auch wirklich modern an irgendwie, keine Ahnung. Zu der Soundsfrage. Das finde ich auch sehr schön bei den SL-Keyboards. Es gibt hier eine SL-Link-Funktion, das ist neu. Und ich mache mal das Pianotech aus und lade die Numa Player App. Die gibt es einfach kostenlos von Studio Logic. Die bieten die an. Die gibt es für iOS, aber die gibt es genauso auch für Windows und macOS. Also man kann die auch auf dem Laptop haben. Aber diese SL-Link-Funktion funktioniert nur mit dem Tablet oder mit dem iPad oder iPhone. Und das ist wirklich eine lustige Sache. Nämlich kann ich hier einfach den Button umlegen und habe jetzt den ersten Sound hier drauf. Ich mache vielleicht mal die Recording-Funktion an, dann kann man das auch im Bildschirm sehen. Da haben wir 4 Sektionen und das passt auch genau zu dem Layout dieses Master Keyboards. Es hat 4 MIDI-Zonen. Die kann man natürlich mit allen möglichen Klangerzeugern, mit MIDI-Klangerzeugern oder eben auch Klangerzeugern in der DAW benutzen. Das kann man ja entsprechend routen. Und man kann die hier zuschalten. Also ich habe jetzt erstmal nur den Flügelsound. Jetzt nehme ich die zweite Sektion dazu. Das wäre ein E-Piano. Und beide zusammen wäre dann.
Vielleicht noch Vibes dazu. Was habe ich da? Genau, habe ich da eingestellt. So, den mache ich wieder aus. Jetzt nehme ich aber, ich möchte eigentlich lieber ein Pad haben. Da haben wir ein Synth-Pad. Also klingt schon ziemlich cool, finde ich so. Also für eine App, die umsonst ist, finde ich das schon echt krass. Was mir total gut gefällt ist, ihr seht es ja jetzt auch in der Bildschirmaufnahme, die Farben passen in der Genau. App und auch am Keyboard zusammen. Das heißt auch, wenn es natürlich im Live-Alltag mal dunkel ist auf der Bühne, dann hast du intuitiv, du siehst, okay, die 4. Zone ist blau, also das ist quasi über das Farbschema eigentlich auch für nicht Master-Keyboard-Nutzer sofort zu erkennen. Ich glaube, Native Instruments waren die ersten, die das mit ihren Keyboards so gemacht haben. Aber das Konzept gefällt mir richtig gut. Und auch im Display sieht man auch die Farben. Also es ist wirklich... Ja, das ist super abgestimmt. Ja. Tatsächlich, ja, dieses UX-Design, Ja. das kommt von dem Numa X-Piano. Und das haben die übernommen hier. Ich finde das super. Man weiß eigentlich immer gleich, in welcher Sektion man sich befindet. Und das ist auch wirklich hilfreich, weil es gibt natürlich die Möglichkeiten, hier in dem Master Keyboard die Tastaturzonen einzustellen, all diese Funktionen, ja, um Programme abzurufen, Lautstärken einzustellen, um wirklich so Patches vorzuprogrammieren, dass beim Live-Gig irgendwie ein bestimmtes, wie so eine Kombination, die ich hier jetzt gemacht habe, dass die dann sofort abrufbereit ist. Ja. Und das ist eine geniale Sache, wirklich. Also sehr stark, die Sounds sind cool und das ist eigentlich so das, glaube ich, das Problem, was viele haben. Master Keyboard, ja gut, aber woher halt den Klangerzeuger bringen? Ja klar, ein Pianotech noch kaufen und das kaufen und das und das. Pianotech ist eine reine E-Piano-Piano-App, ja. Und hier habe ich aber vielleicht dann auch noch ein paar andere Sounds aus dem Synthesizer-Bereich oder sonst was noch dabei. Und das finde ich halt cool, diese All-in-One-Lösung. Ja klar, du könntest auch hier jetzt diese App AUM benutze ich, AUM, die benutze ich halt immer für solche Kombinationen. Das ist eine Mixing-App und zwar funktioniert die mit Audio, Plugins und mit MIDI. Man kann also jegliches MIDI routen über die Kanäle, auch über die Zonen hier und habe dann Lautstärkeregler auch in dieser Software und da kann ich natürlich alle möglichen Klangerzeuger kombinieren. Cool, ja. Wie Pianotech, wie diese tollen Apps von Korg, die es gibt. Ja, da gibt es ja die ganzen Legacy-Synthesizer, gibt es ja auch dafür. Und dann könnte ich mir meine Pads selber gestalten. Hier sind das Presets und es gibt ein bisschen Eingriffsmöglichkeiten. Man kann die schon anpassen mit einem EQ, mit Effekten und so. Das ist wunderbar. Aber wenn man da mehr möchte, auch dafür ist es natürlich kompatibel. Ja. Also es ist überhaupt kein Problem, das über AUM dann zu kombinieren mit allem Möglichen, was man haben will. Ja, klingt gut. Können wir eigentlich schon fast Ja. zum Fazit kommen, ja? Würde ich sagen, ja. Ja. Bitte leg los. Wenn ich jetzt einen direkten Vergleich hätte, die Tastatur hat mir natürlich ein bisschen besser gefallen vom GT. Besseres Spielgefühl, klar, ich komme vom Klavier, ich komme vom Klavierspielen. Die Tastatur ist dennoch gut und mein persönlicher Tipp ist sogar hier der kleinere Bruder, weil weniger Gewicht, der halbe Preis. Ja. Die integrierten Sounds und für 400 ein paar Euro und Sounds mit dabei und man braucht letzten Endes nur ein Handy, was jeder hat. Durch die USB-C-Funktion ist das natürlich mega cool. Die Audio-Outs mit dem Phones noch, mit dem Kopfhöreranschluss, mega geile Idee und das ganze Bedienkonzept, muss ich sagen. Beide sind cool, aber für mich von beiden ist quasi Sieger ist das falsche Wort, aber Ja, das ist absolut. so, da würde ich zugreifen. Das finde ich cool. Ich bin da ganz bei dir. Das sind eben Argumente. Ich finde, das muss tragbar sein. Ja. Also das kommt ja auch noch irgendwie in ein Case oder eine Tasche, Ja. ein Gigbag. Da kommt noch mal Gewicht dazu. Dann möchte man auch noch das Pedal mitnehmen Ja, und. Ne? Ja, also ja. ein paar Kabel einstecken und dann wird das plötzlich alles doch ein bisschen schwer. Es ist das Leichtere, ist für mich die favorisierte Version. Für mich persönlich reicht sogar die 73-Tasten-Version. Ein Rhodes hat auch nur 73 Tasten, damit kommt man klar. Ja. Und das ist dann sogar noch handlicher, noch kompakter und auch noch ein bisschen leichter. Ja. Ja.
Also das ist die absolute Variante für mich. So. Und das muss eben auch so in den öffentlichen Verkehrsmitteln, so als Backpack muss das funktionieren. Ja, ja. So. Und dafür ist es perfekt. Also gute Hardware, das ist wirklich schön gemacht. Gutes Design. Gutes Design, tolles Bedienkonzept und eine tolle Anbindung mit dieser App, die sich auch immer weiterentwickelt. Da gibt es auch jetzt schon ein neues Model D, das man dann auch erwerben kann. Also das fügt sich dann hier ein als Sound. Man kennt das Prinzip ja auch von anderen Sound Libraries. Ja. Wenn man dann mehr will, dann muss man noch einen Groschen reinwerfen. Ja, okay, gut. Aber es entwickelt sich ja weiter. Ja. Und das finde ich eine sehr schöne Angelegenheit, wie sich diese SL-Link-Funktion weiterentwickeln wird, ob da andere Softwareanbieter dann auch noch drauf springen. Ich fände es toll, weil das ist ein tolles, Framework, also das man hier nutzen kann. Und so als Stage-Piano tatsächlich, also wenn es dann darauf ankommt, es reicht ja diese USB-C-Verbindung und dann funktioniert es. Dann ist dann noch die Frage, funktioniert das auch mit Android? Diese Frage kriegen wir über die Community eigentlich immer, wenn wir das zeigen. Und da muss ich leider sagen, nein, das geht nicht mit Android. Mit Android muss man sagen, generell sind Musik-Apps, das ist wirklich verschwindend wenig, wenn man das mit der iOS-Oberfläche, also mit der iOS-Welt vergleicht. Da gibt es einfach, das ist nicht ernst zu nehmen. Und das hat vielleicht damit zu tun, dass Apple mit dem ersten iOS-Gerät überhaupt schon die Audiofunktion so implementiert hat, dass das mit geringsten Latenzen funktioniert. Und das war bei Android viele, viele, viele Jahre nicht der Fall. Also das funktionierte nicht und man kann eben nicht davon ausgehen, welche Hardware ist denn eigentlich in so einem Device verbaut. Und das würde jetzt solche Hersteller wie Modart, die Pianotech machen, das ist ja kein Weltkonzern, die jetzt da, um die Maintenance zu leisten, da eine ganze Etage nur an Entwicklern dran setzen, die dann für jedes Android-Gerät irgendwie gewährleisten können, dass die Software auch funktioniert. Weil, machen wir uns nichts vor, wenn die Software nicht funktioniert auf deinem Device, dann wirst du natürlich an den Hersteller gehen und nicht davon ausgehen, dass dein Device nicht richtig funktioniert. Und deswegen 100%. Kann ich das total verstehen, wenn Hersteller sagen, nee, Android packen wir gar nicht erst an. So, jetzt haben wir es einmal gesagt. Jetzt wisst ihr Bescheid. Und danke fürs Zuschauen. Schaut bitte in die Links, lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.